Hallo und herzlich willkommen zum heutigen LOWA Pflegeworkshop. Mein Name ist Arthur Kudelka, ich leite die Serviceabteilung bei der Firma LOWA und würde euch heute gerne erklären und auch zeigen, wie man einen LOWA Bergschuh am besten pflegt. Bevor wir zur Pflege kommen, würde ich gerne kurz auf die Lederarten eingehen. Zu meiner Rechten seht ihr einen Glattlederschuh. In der Mitte findet ihr einen Velour- oder auch Spaltlederschuh genannt und ganz links einen Nubuck-Schuh. Die Pflege würde ich gerne am Nubuck-Schuh demonstrieren. Bevor wir mit dem Reinigen des Schuhs beginnen, gibt es einen wichtigen Punkt. Ihr solltet vorab die Schnürsenkel und auch die Einlegesohle entfernen, damit man erstens an alle Stellen gut rankommt, auch an den Zungenbeutel und diesen auch vernünftig reinigen kann und natürlich, dass der Schuh auch entsprechend danach trocknen kann, auch unter der Einlegesohle oder falls mal etwas Wasser in den Schuh gelangt. Also Schnürsenkel raus, geht ratzfatz und dann geht's los. Einmal der Schnürsenkel. Jetzt noch die Einlegesohle raus. Wunderbar. Wie ihr jetzt seht, ist auch der Zungenbeutel komplett frei. Hier sammelt sich gerne der Schmutz, wenn ihr draußen unterwegs seid. So kann man die Zunge komplett aufklappen, diese entsprechend reinigen und später auch imprägnieren und pflegen. Jetzt ist der Schuh bereit, damit er sauber gemacht werden kann. Wir gehen jetzt rüber zum Waschbecken und reinigen den Schuh. Bürste einfach ein bisschen nass machen. Den Schuh entsprechend übers Wasser halten, auch kann gerne ein bisschen Wasser über den Schuh laufen lassen und dann geht es los. Einfach schauen, wo ist der Schmutz und das Ganze ganz normal runterbürsten. So, wunderbar. Schuh sieht sauber aus, dann können wir jetzt weitermachen. So, unser Schuh ist jetzt sauber und entsprechend nass. Das heißt, wir sollten ihn jetzt ganz ruhig trocknen lassen. Ganz wichtig, bitte nicht an Hitzequellen trocknen, wie zum Beispiel am Kamin, am Ofen oder auch an der Heizung. Wenn ihr den Schuh im Sommer sauber macht, könnt ihr ihn gerne auf die Terrasse stellen, aber dann bitte ausschließlich im Schatten. Ansonsten bei Raumtemperatur langsam trocknen lassen. Wir haben jetzt den Schuh trocknen lassen, so ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Das Leder sollte noch leicht feucht sein, bevor ihr es imprägniert. Durch dieses leicht feuchte Leder sind die Poren noch offen und können das Imprägnierspray besser aufnehmen. Ganz wichtig zum Thema Imprägnieren, imprägniert bitte nur außerhalb von geschlossenen Räumen, nicht innen drin. Ich werde den Schuh jetzt imprägnieren, Kappe abnehmen, kennt ihr. Ich habe hier das neue LOWA Waterstop Pro. Schuh einfach halten und ganz wichtig, großflächig das Ganze aufsprühen. Sowohl die Leder- als auch die Synthetikteile und auch ganz wichtig den Zungenbeutel, der das Leder entsprechend oder den Schuh vor dem Eindringen des Wassers an der Zunge schützt. Ihr seht, das Leder nimmt diese Imprägnierung wunderbar auf, das wollten wir auch erzielen. Nach dem Imprägnieren solltet ihr den Schuh komplett austrocknen lassen, sodass im Leder keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist. Und dann kommen wir auch schon gleich zur Wachspflege. Zum Pflegen mit Wachs würde ich euch gerne die LOWA Aktivcreme empfehlen. Ist eine Creme, wie der Name schon sagt, die wunderbar ins Leder einzieht, aber das Leder dennoch sehr gut pflegt. Nehmt den Deckel einfach ab, drückt ein bisschen von der Creme raus, da ist vorne ein kleines Schwämmchen drauf und tragt die Creme wunderbar auf das Leder auf. Ihr seht schon, da bleiben so ein bisschen weiße Stellen übrig. Bitte nur auf die Lederteile auftragen und nicht auf die Synthetikteile und auch den Zungenbeutel nicht vergessen, wenn der aus Leder ist. Jetzt nehmt ihr eure Bürste wieder zur Hand und poliert das Ganze wunderbar ins Leder ein. Schön verteilen, gleichmäßig verteilen, dass die ganzen Lederteile entsprechend mit Wachs versorgt sind. Mit der Zeit wird es dann auch komplett einziehen. Ganz wichtig, verwendet zur Pflege bitte keine Öle und Fette. Öle und Fette können das Leder aufweichen, können es komplett abdichten und auch Verklebungen wie zum Beispiel am Randstreifen lösen. Wenn ihr ein Imprägnierspray verwendet, das auch Öl abweist, dann solltet ihr den Schuh erst wachsen und dann imprägnieren, also genau andersrum. Ich verwende in dem Fall das LOWA Waterstop Pro, das neue PFC-freie Mittel, welches nicht ölabweisend ist. Somit könnt ihr es so machen, wie ich es gerade erklärt habe. Wenn das Wachs entsprechend eingezogen ist ins Leder und der Schuh trocken ist, seid ihr eigentlich mit der Pflege des Schuhs fertig.
Bitte beachtet, dass ein Schuh sich natürlich durch die Wachspflege auch optisch verändert. Ein Nubuck wird so glatt, das nennt sich speckig, und ein Velour-Lederschuh kann auch die Farbe ein bisschen verändern, dass das Velourleder ein bisschen weiß wird. Hierzu gibt es sogenannte Velourbürsten, wenn man das mag. Man kann das Leder damit aufbürsten, bitte aber nur für Velour verwenden und nicht für Nubuck, damit zerkratzt ihr es. Synthetikschuhe, wenn ihr Synthetikschuhe habt, also ohne Lederanteil, braucht ihr diese natürlich nicht mit dem Wachs zu pflegen, beziehungsweise solltet ihr nicht, sondern rein imprägnieren. Eine Imprägnierung reicht hier vollkommen aus. Wie lagert ihr eure Schuhe richtig? Die Schnürsenkel natürlich entsprechend wieder einziehen, den Schuh schnüren mit einem Holzschuhspanner innen drin. Ihr könnt auch nach dem Reinigen, wenn der Schuh noch leicht feucht ist, ein bisschen Zeitungspapier reintun, dass die Restfeuchtigkeit rausgezogen wird. Aber das Zeitungspapier bitte nach einer Zeit wieder rausnehmen, ansonsten könnte der Schuh schimmeln. Natürlich trocken und kühl lagern, nicht in der Sonne und auch nicht im feuchten Keller. Wenn ihr euren Schuh über den Winter eingelagert habt, denkt bitte daran, vor der ersten Tour den Schuh nochmal nachzuimprägnieren. Die Imprägnierung hält natürlich nicht ewig und verflüchtigt sich über die Zeit. Bitte auch daran denken, dies nicht direkt vor der Tour zu machen, sondern ungefähr einen Tag vorher, da die Imprägnierung ca. 12 bis 24 Stunden benötigt, bis sie ihre komplette Wirkung entfaltet. Zum guten Schluss würde ich noch gerne kurz auf die Pflege des Futters eingehen. Bei einem Gore-Tex-Futter könnt ihr diese natürlich auch gelegentlich reinigen. Die Salze, die ihr rausspitzt, sammeln sich natürlich darin und es schadet nicht, das Futter davon zu befreien. Einfach mit einer Bürste, mit so einer Rossa-Bürste und einer Neutrallauge das Ganze innen reinigen und gut ausspülen. Bei einem Lederfutterschuh wie diesem hier, wie dem Camino LL, sollte man das Leder, wenn man sehr, sehr stark schwitzt oder einen sehr aggressiven Schweiß hat, auch gelegentlich oder von Zeit zu Zeit mit einer Wachscreme einschmieren, damit das Leder nicht austrocknet und bricht. Der Gummirandstreifen, den ihr hier vorne seht, bedarf eigentlich keiner Pflege. Man kann ihn natürlich ab und zu auch mal mit einem Silikonspray entsprechend einrühren, sodass er die Flexibilität behält. Euer Bergschuh ist jetzt wunderbar gepflegt und bereit für die nächste Bergtour. Bitte beachtet, ein guter Schuh hält natürlich sehr lange, aber natürlich auch nicht ewig. Falls ihr noch weitere Informationen zum Thema Pflege oder auch Reparaturen braucht, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß bei der nächsten Tour und wir sehen uns in den Bergen. Macht's gut, Servus.